Wenn du wissen willst, wer der Erfinder aller Kampfkünste ist, was ist Ki, was ist Aiki, was ist überhaupt Aikido, dann ist dieses Video etwas für dich. Onegai shimasu. Mein Name ist Christian Hausecker, ich bin Shihan der Takeda-Ryo Nakamura. In diesem Video erfährst du, was ist Aiki, wer ist der Erfinder des Aikido, was ist überhaupt Aiki, Aikijitsu, Aikido. Aber starten wir gleich einmal los und gehen wir einen Schritt zurück. Was heißt überhaupt Aiki? Aiki besteht aus zwei Kanji. Erstens, Ai. Das Kanji für Ai steht für drei Bedeutungen. Erstens, beitreten oder eintreten. Zweitens, eins. Drittens, Mund. Daher symbolisiert Ai das Zusammenkommen und Verschmelzen von Dingen. Das zweite Kanji für Ki. Das Kanji für Ki stellt einen mit dampfendem Reis gefüllten Topf und einen darauf befindlichen Deckel dar. Daher symbolisiert Ki Energie, die Energie im Körper. Die Bedeutung von Aiki besteht also darin, seine Energie zusammenzubringen, zu sammeln, zu verbinden oder zu vereinen. Einfach gesagt, seine Energie zu verschmelzen und zu bündeln. Wie entstand nun die Kunst des Aikido, des Aiki-no-Jitsu oder des Aikijitsu? Die Kunst, die Energie verschmelzen zu lassen. Die Kunst des Aiki ist in der Takeda-Schule schriftlich aus dem 12. Jahrhundert überliefert. Aber die Entstehung der Aiki-Kunst geht natürlich viel weiter zurück. Wir beziehen uns hier in diesem Video auf zwei wichtige Quellen. Erstens, auf Soke Hisashi Nakamura, das ehemalige Schuloberhaupt der Takeda-Schule, der dazu aus den schriftlichen Überlieferungen der Takeda-Schule zitiert. Und zweitens auf das Kojiki, einer frühen japanischen Chronik von Mythen und Legenden, das allgemein als das älteste erhaltene literarische Werk Japans gilt und von 711 bis 712 von Ono Yasumaro im Auftrag der Kaiserin Genmei verfasst wurde. In diesen Werken steht: Im Jahre 98 in der Regierung des 12. Kaisers oder auch auf Japanisch Tenno genannt, namens Kaiko, von 71 bis 130 Jahren nach Christus, kam es zur Rebellion des Stammes der Kumaso. Der Thronfolger, Prinz Oshu, auch bekannt unter dem Namen Yamato Takeru no Mikoto, erhielt daher den Befehl zu einer Strafexpedition nach Kyōshō. Auf dem langen Weg von der Hauptstadt des Reiches und Sitz des Kaiserpalastes nach Kyōshō unterzog er sich beim Wasserfall Kamiyo einer Reinigungszeremonie. Dabei stellte er seine Füße in den felsigen Grund des Wasserfalls, öffnete die Arme, füllte sich mit der Kraft des Geistes und sammelte die gesamte Kraft des Körpers in den Spitzen der Finger. Zum Himmel gewandt schlug er mehrere Male nach oben, worauf er die Hände sinken ließ und einige kraftvolle Armstöße ausführte. Nachdem der Prinz diese Handlung vollbracht hatte, fasste er den Entschluss, die Kumasu anzugreifen. Er schlich sich als Frau verkleidet in das feindliche Lager und stöberte dort den schlafenden Anführer der Kumasu auf. Als dieser ihn angreifen wollte, öffnete der Prinz die Arme, füllte sich mit geistiger Kraft und streckte den Kumasu-Anführer nieder, nachdem er ihm zuvor das Schwert entrissen hatte. Diese Technik des Arme ausbreitens und Niederwerfens war der Anfang des Aiki. Hierauf betrieb der Prinz ein hartes Studium und gab sein Können zum Schutz des Palastes an Takeda no Kami no Mikoto weiter. Über den 6. Sohn von Kaiser Seiwa namens Sadatsumi gelangte das Wissen durch dessen Sohn Tsunemoto an den Vater des berühmten General Minamoto no Yoshimitsu und schließlich an Yoshimitsu selbst, der als Ahnherr des Aiki gilt. Die geschichtliche Überlieferung berichtet davon, dass man zur Zeit von Kaiser Seiwa und insbesondere von dessen Sohn Sadatsumi mit bloßen Händen Schläge wie Schwerthiebe gegen jene durch die Rüstung nicht oder nur mangelhaft geschützte Stellen am Körper ausführte. Solche Techniken sind heute noch ein charakterisierender Bestandteil des Aikido im Takeda-Stil, beispielsweise in der Form der Aiki-Uchi Aikido Schlagtechniken.
Und schon wieder ist dieses Video leider vorbei. Eine Frage habe ich jetzt aber schon noch an dich. Was sagst du zu dem Thema Aiki, Aikido, Aiki no Jitsu? Schreib es bitte unten in unsere Kommentare. Wir werden dir rechts oben noch andere Videos zu diesem Thema verknüpfen. Bitte abonniere unten unseren Kanal, gib uns einen Daumen hoch und teile dieses Video. Es kostet dir nichts und du unterstützt damit unsere Arbeit. Ich, Christian Hausecker, Shihan der Takeda Ryu Nakamura, danke dir für deine Zeit. Arigato Goshomasta.